Wie legen Eltern das Geld für ihre Kinder an? Wir wollten es genauer wissen und haben zusammen mit Tatjana Agnesens von der Hochschule Luzern eine Studie zum digitalen Anlegen für Kinder in Auftrag gegeben. Tatjana ist Dozentin für Finanzmathematik und forscht selber auch zum Thema digitales Anlegen. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von TrueWealth. Tatjana, willkommen im Coffee Talk. Freut mich sehr, dass du hier bist. Danke Felix für die Einladung und dass ich hier sein darf. Gerne. Wir haben 1000 Personen, also Eltern von Kindern unter 18 Jahren, befragt zum Thema Anlegen für Kinder. Du hast schon mehrere Studien zum Thema Anlegen begleitet oder durchgeführt. Woher kommt dein Interesse für das Thema? Das Interesse für das Thema Anlegen für Kinder ist sowohl privat als auch professionell bedingt. Ich habe selber 2 Kinder, 6 und 8 Jahre alt, und ich wurde natürlich selber mit der Frage schon konfrontiert, wie lege ich das Geld für meine Kinder an? Es war nie die Frage ob, sondern wie. Und auch wie vermittle ich meinen Kindern die finanzielle Bildung. Ich finde, das Thema ist extrem wichtig. Aber auch professionell, ich forsche, wie du schon gesagt hast, zu diesem Thema, vor allem digitales Anlegen, und ich versuche ein bisschen am Puls vom Markt zu bleiben. Und dann natürlich, als ich eure Lösung entdeckt habe, die digitale Kinderportfolios, ich fand die sehr erfrischend, innovativ, und da kommt das Interesse auch an der Studie. Ja, lass uns über die Studie sprechen. Haben dich die Studienergebnisse überrascht oder war es so, wie du es erwartet hast? So und so. Es gab Ergebnisse, die mich sowohl positiv überrascht haben, negativ überrascht haben, und die Ergebnisse, die ich erwartet habe. So, zuerst positive Überraschung. Von 1000 Leuten oder Eltern, 900 machen was in der Richtung. Die legen das Geld an oder sparen das Geld für ihre Kinder. Also sehr viele, fast alle. Fast alle. Ja, das hat mich auch überrascht. Das ist sehr viele machen das und beginnen damit sehr früh, im ersten Lebensjahr oder sogar vor der Geburt. Ja. Also wirklich mehrheitlich. Ja. Das ist sehr vorbildlich. Das ist sehr vorbildlich. Also ich finde, das habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, das sind weniger. Ja, gut, wir sind in der Schweiz. Ja, also das zeigt, oder das Thema ist wichtig. Die Eltern sorgen für die Sicherheit ihrer Kinder. Aber die Anlageform sind Sparkonten. Das war erwartet allerdings. Nur wenn, also da kommt jetzt ein bisschen ein Paradox, die Ziele, die sich die Eltern setzen, oder einer der wichtigsten Ziele ist das Vermögen zu vermehren. Und da ist Sparkonto vielleicht nicht die effizienteste Variante, oder? Wir haben gesehen, sehr wenige legen in Wertschriften an. Und wenn man den Vermögen vermehren möchte, dann wären Wertschriften viel effizienter. Ja. Aus meiner Sicht. Vielleicht sagen, ich glaube 90% haben angegeben, über eine Kontolösung für das Kind zu verwenden, und 20% ungefähr haben angegeben, dass sie Wertschriftenlösungen, Wertschriftendepot für das Kind verwenden. Genau, wenig. Ja, doch 20%, ja. Aber wieso ist, also vielleicht muss man kurz erklären, wieso denkst du, dass die Wertschriftenlösung besser ist? Also wenn man das Geld anlegt, profitiert man von dem Zinseszinseffekt. Das heißt, man hat eine gewisse Rendite und Geld wächst mit der Zeit. Und Wertschriften haben einfach eine höhere Rendite. Das heißt, über die Zeit wächst das Geld zu größeren Summen. Deswegen ist das deutlich effizienter, als Sparkonten in Sparkonten anzulegen. Aber du brauchst einen genügend langen Anlagehorizont, weil du hast natürlich auch das Risiko. Es kann auch mal ein paar Jahre kann es auch schlecht laufen. Ja? Das ist so, ja. Aber man muss sagen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es eigentlich die 18 Jahre mindestens an Anlagehorizont. Ja. Genau, das ist Luxus. Oder wer hat schon so ein langes Anlagehorizont? Wir später sind konfrontiert mit Familie gründen, ich weiß nicht, vielleicht Immobilie kaufen oder Business gründen. Wie kann man für so lange Geld anlegen? Und bei den Kindern kann man das machen. Die brauchen das erst zum Studium, erst viel später. Und wenn man so ein langes Anlagehorizont hat, lohnt es sich, Risiken zu nehmen und in Wertschriften investieren, weil alle Schwankungen, sie glätten sich so ein bisschen mit der Zeit aus. So 10 Jahre plus, ja. Ja. Und das heißt, wenn man es in einer Kontolösung einfach lässt, über so einen langen Zeitraum, dann vergibt man sich eigentlich das Potenzial vom Zinseszinseffekt. Ja. Und von der Marktrendite.
Ja, genau. Wieso denkst du, dass so viele Eltern zögern, in Wertschriften für ihre Kinder zu investieren? Also da möchte ich mich auf Fakten beziehen. Es gab vor ungefähr 2 Jahren eine Studie von Postfinanz, auch mit Hochschule Luzern zusammen. Die Frage war da genau diese: Warum legen die Leute nicht in Wertschriften an? Und es wurden 4 Hauptgründe identifiziert. Mangelndes Wissen. Also die Leute empfinden Wertschriften als viel zu komplex und die verstehen diese nicht und dann vertrauen sie auch nicht in Wertschriftlösungen. Dann auch natürlich fehlendes Interesse. Sehr wenige Leute in der Schweiz, das zeigen mehrere Studien, interessieren sich überhaupt für die Finanzmärkte. Und wenn ich mich nicht interessiere, dann weiß ich auch nichts darüber, dann vertraue ich dem auch nicht. Anderer Grund: Viele Menschen glauben, um in Wertschriften zu investieren, braucht man viel Geld. Also man muss immer große Beträge investieren. Und das stimmt nicht ganz. Man kann auch kleine Beträge sinnvoll anlegen. Und das, glaube ich, wissen viele Leute nicht. Die meinen, Anlegen ist was für die Reichen. Ja. Oder es braucht viel Wissen auch. Ja. Und ich glaube, der wichtigste Grund, auch wenn es um Anlagen für Kinder, also Wertschriftanlagen für Kinder geht, ist die Verlustaversion. Also wir sind alle, das geht auch ein bisschen in mein Themengebiet, verlustavers. Das heißt, wir gewichten Verluste viel höher, als wir Gewinne gewichten. Und die Wertschriften sind mit Schwankungen assoziiert. Und dann natürlich, wenn meine Geldanlage schwankt, und ich Angst habe oder kann die Verluste nicht so gut ertragen, dann ich muss es aushalten können. Und viele können das nicht und dann investieren sie auch entsprechend nicht in Wertschriften. Und ich glaube, dieser Effekt ist viel stärker, wenn man über Anlagen für Kinder denkt. Weil wenn ich dann das Geld für mich investiere... Dann haben wir auch ein schlechtes Gewissen. Ja. Und das, also man muss das aushalten können. Man muss diese Schwankungen aushalten können. Man muss... irgendwo diese Emotionen im Griff haben und da helfen sehr die Lösungen, die etwas automatisiert für mich arbeiten, wo ich mir diese Gedanken nicht machen muss, wann kaufe ich, wann verkaufe ich. Es sollte einfach laufen und man sollte ihnen vertrauen. Und man sollte vielleicht gar nicht so oft ins Portfolio reinschauen. Also die Leute, die dann jeden Tag die Rendite anschauen, Performance anschauen, die tun sich eigentlich gar keinen Gefallen. Ja. Genau, das nennt man myopische Verlustaversion. Ja. Oder je öfter sehe ich noch meine Verluste, desto emotionaler reagiere ich drauf und da kommt nichts Gutes dabei raus. Also es ist ein wichtiges Thema. Es ist ja nicht nur wenn es um Investieren für Kinder geht. Das ist eigentlich das Grundthema bei Investieren, weil ich muss entscheiden, ich habe einen Trade-off. Tiefe Zins, Kontolösung, kurzfristig gut, kein Problem, habe ich nicht diese Schwankung, aber langfristig ist es keine gute Lösung. Oder eben in Wertschriften investieren und dann hast du aber in der kurzen Frist diese Schwankungen, die psychologisch nicht ganz einfach auszuhalten sind. Ja. Genau. Ich glaube, was schon auch hilft, wenn man sich vor Augen führt, dass das einfach dazugehört, dass eigentlich woher kommt es überhaupt, dass man 6% im Schnitt ungefähr in Aktien als Rendite erwarten darf, über einen langen Anlagehorizont, aber annualisiert, also pro Jahr. Das ist eine hohe Rendite, weil der Zinseszinseffekt über Jahrzehnte führt dazu, dass sich das Vermögen dann verdoppelt und mehr. Woher kommt das? Und es ist eine Risikoprämie. Das ist nicht ein Geschenk, sondern du bekommst es ja wegen der Risikoprämie. Und wenn es diese Volatilität nicht gäbe, dann gäbe es auch diese Risikoprämie nicht. Ja? Das heißt, das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Ich glaube, dass das helfen kann, wenn man sich das vor Augen führt, oder? Ja. Weil früher, als ich jung war, war das Thema Aktieninvestitionen war etwas Verpöntes, also war etwas für Profis. Aber wehe, wenn normale Leute, die jetzt nicht irgendwie Trader bei einer Bank waren, in Aktien investierten, dann hat man das irgendwie negativ angeschaut. Ja, das ist Spekulation, es ist gefährlich. Ja. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Ja, denke ich auch. Man ist auch irgendwie informierter oder durchs Internet, durch die ganzen Technologien ist man mittlerweile auch ein bisschen informierter. Aber weißt du, so noch ein bisschen dazu zum Thema Anlageform, was auch interessant war, dass die Leute, die selbst investieren, die selbst Wertschriften halten, die erkannt haben, dass Wertschriften für die was bringt, trotzdem für ihre Kinder oft ein Sparkonto haben nur.
Aber es waren mehr dort. Dort war der Anteil höher. Ja. Also das muss man ja erwarten. Ja. Aber war immer noch tief. Aber immer noch tief, ja. Und ich glaube, also das ist nur die Behauptung natürlich, das ist so ein bisschen auch wieder so ein bisschen Status Quo-Bias vielleicht. Man hat ein Konto selber bei Bank XYZ. Bei der Bank kann man auch ein Sparkonto fürs Kind aufmachen und ich informiere mich gar nicht weiter über die Lösungen. Ich glaube, da besteht ein Riesenpotenzial, dass sich die Eltern über Lösungen, die aktuell im Markt gibt, also inklusive eine, die ihr anbietet, auch informiert. Also dass die Eltern sich informieren und wissen, was es auch für Möglichkeiten gibt, dass es vielleicht nicht nur ein Sparkonto bei meiner Hausbank gibt. Ja. Da besteht ein Potenzial. Ja, da hat sich natürlich einiges getan. Also früher gab es nicht so gute Lösungen eigentlich, um für Kinder in Wertschriften zu investieren. Oder man musste wirklich Profi sein. Oder man kauft einfach einen Fonds. Aber da muss man dann schauen, dass die nicht zu teuer sind. Ja, und ich glaube, heute, das Angebot hat sich verbessert. Ja. Aber weißt du, es ist auch interessant, zum Beispiel in Deutschland, wo man erwarten würde, da sollte es schon was geben. Mein Mann hat vor kurzem, er wollte für sein Patenkind, der in Deutschland wohnt, das Geld investieren. Und mein Mann kommt aus der Finanzbranche, der versteht ein bisschen vom Thema. Der hat gesucht und geflucht und nichts gefunden, oder? So wirklich, er hat gesagt, das ist so schwierig, also in Deutschland jetzt, nicht in der Schweiz. In Deutschland eine vernünftige Anlagelösung für die Kinder zu finden, das hat mich ziemlich überrascht, dass es immer noch so ist. Aber die Nachfrage ist da, also das wissen wir. Das zeigt ja auch die Studie. Die Leute wollen eigentlich sparen. Es ist nur eine Frage, können Sie auch in Wertschriften investieren? Eben, da sind wir bei der Verlustaversion. Da müssten wir vielleicht auch noch helfen, dass das Verständnis größer wird, wie du gesagt hast. Wenn die Leute mehr davon verstehen, dann finden sie es vielleicht auch spannender und können besser damit umgehen. Ja. Eine Frage oder ein Aspekt, den mich sehr überrascht hat in der Studie, war die Frage, ob die Eltern ein Konto anlegen auf ihren eigenen Namen oder auf den Namen des Kindes. Ja? Ich hätte gedacht, die meisten wollen ein Konto auf den eigenen Namen, aber sie bevorzugen Kontolösung auf den Namen des Kindes. Das ist tatsächlich. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger rechtlicher Aspekt dahinter. Ich finde, es ist wichtig, dass das Geld dem Kind gehört. Das ist rechtlich dann von meinem Geld getrennt. Ja. Und so, ich möchte ja nichts Böses sagen, aber wenn mir was passiert, meinem Partner was passiert, wenn man sich scheiden lässt, das ist trotzdem rechtlich getrennt, das Geld gehört meinem Kind, nicht den Eltern, man streitet sich nicht darüber, sondern das Geld ist wirklich für mein Kind, für seine Zukunft gedacht. Ich finde, das ist sehr wichtig, das rechtlich abzutrennen. Ja, das muss man kurz erklären. Also wenn das Konto wirklich auf den Namen des Kindes ist, unsere Lösung ist so, bei uns, wenn man ein Kinderkonto macht, ist es auf den Namen des Kindes, dann gehört es dem Kind. Es ist Kindesvermögen. Das heißt nicht, dass das Kind vor 18 darüber verfügen kann, es rausnehmen kann, aber es gehört dem Kind. Die Eltern können es nicht ohne weiteres rausnehmen und die Meinung ändern. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn noch andere auch einzahlen. Also wenn ich jetzt ein Kinderkonto mache und die Großeltern oder Götti oder Patin zahlt ein, diese Person möchten ja auch die Gewissheit, dass es wirklich für das Kind ist. Ja, definitiv. Und wenn man dem Kind sagt, hey, ich habe dir ein Geschenk gemacht, ja, oder deine Großmutter hat dir so und so viel auf Weihnachten geschenkt, auf den Geburtstag, dann sollte es auch so sein. Ja. Also ich finde, es ist fairer für das Kind, wenn man es so macht. Ja, und ich finde auch, was du angesprochen hast, Geldgeschenke, die sind ganz wichtig, oder? Man bekommt heutzutage so viel Spielzeug und immer mehr Spielzeug. Und wir haben zum Beispiel unseren so Großeltern und auch Goethes gesagt, dass es vielleicht einfacher ist, wenn man das Geld einfach tatsächlich für das Kind überweist und das irgendwann in der Zukunft kann er das brauchen, braucht nicht noch x Spielzeuge. Ja. Das ist so unsere Philosophie, aber... Ja, es fällt ja vielen Eltern schwer, sich noch ein Geschenk auszudenken. Oder wenn man Onkel ist oder wenn man Götti ist oder Gott ist, was soll man noch schenken? Ja. Ja. Meistens wissen die Kinder wissen dann schon, was sie tun, wenn sie mündig werden. Ja. Ja, es gibt so viel Ausbildung, Auslandssemester, ja. Coole Reise oder Gründung von Business. Ja, absolut. Ja.
Dafür braucht man ein bisschen eine finanzielle Sicherheit, Ja. die man als junger Mensch dann sonst nicht hat. Ja, oder einfach ein kleines Startkapital, Ja, Startkapital. um etwas zu wagen. Genau, Ja. genau. Ja. Jetzt sind wir eigentlich fast bei der letzten Frage. Wie kann man Kindern helfen, den Umgang mit Geld gut zu erlernen? Also was unsere Studie zeigt, dass viele Eltern das mit Taschengeld und Gesprächen über Geld machen. Ich finde, das sind so klassische, traditionelle, bewährte Methoden und ich finde es irgendwo auch unvermeidbar. Irgendwann kommt mein Kind zu mir, will Taschengeld, ich muss dem Kind erklären, das ist dein Budget, gib das clever aus und so weiter und so fort. Und da lernen die Kinder tatsächlich wahrscheinlich verantwortungsvollen Umgang mit Geld, wie man das Budget ausgibt. Aber was sie dabei, glaube ich, nicht lernen, ist, dass man das Geld auch vermehren kann, oder dass da auch die Wege gibt, das Geld zu vermehren. Und das ist auch wieder das Thema finanzielle Bildung. Ich glaube, so eher interaktive Lösungen, wo die Kinder auch sehen, was passiert oder was passiert mit meinem, in dem Sinne Portfolio, dass man da ein bisschen die unterschiedlichen Anlageklassen lernt, sind bessere Methoden, so ein bisschen Learning by Doing. Ich bin da ein bisschen vielleicht zu schlecht informiert, ob es irgendwelche coole Apps mittlerweile gibt, oder? Also ich weiß nicht, für die Schule gibt es tausende, gibt es Anton-App zum Beispiel, oder, wo die Kinder durch ganze Schulmaterial mit iPad durch können, mehr oder weniger. Ich bin vielleicht zu schlecht informiert, ob es solche Apps gibt, interaktive Apps für Finanzwissen für die Kinder. Gibt es bestimmt. Oder wenn es die nicht gibt, dann muss es die bald geben, oder? Also was wir gemacht haben, wir haben einfach bei uns, weil du das ansprichst, bei unserer Lösung, haben wir ein Feature eingebaut, dass die Eltern können dem Kind, also wenn es dann halt entscheidungsfähig wird, sagen wir 16 Jahre alt wird, 14 Jahre alt wird, das müssen die Eltern selber entscheiden, können sie dem Kind ein Login geben. Ja, und dann kann das Kind eigentlich, sieht selber, hey, was ist in meinem Portfolio, wie ist es investiert, was ist die Rendite, nicht, dass es jetzt jeden Tag sich einloggen soll, haben wir, ja. Aber trotzdem, dass es eigentlich sieht, was jetzt mit diesem Geld geschieht. Und wir haben es auch so gemacht, dass das Kind eigentlich auch die Anlagestrategie individualisieren kann. Natürlich, die Eltern müssen dem dann zustimmen, aus rechtlichen Gründen. Das macht so Sinn. Ja. Aber das ist genau das, was ich meine. So dieses interaktives Lernen, also Learning by Doing, oder? Das funktioniert am besten nicht nur bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen, bei allen. Man sieht das, man versteht das, man stellt die Fragen und ich finde, was die Kinder haben, vielleicht was die Erwachsenen nicht haben, die haben Interesse an allem. Die sind offen für alles. Ich habe vor kurzem, vor ein paar Wochen beobachtet, wie mein 8-jähriger Sohn faszinierend geschaut hat, wie der Papa die Steuererklärung macht. Ah ja? Wo man denkt, dass die das Erwachsenen... Langweiligste, was es gibt. Ja, genau. Und die Erwachsenen würden sagen, mein Gott, gut, er macht das und nicht ich. Und der hat so fast, was ist das? Warum machst du das? Dieses Interesse, das kann man ausnutzen. Man kann auch jungen Kindern ein bisschen langsam erklären, was das bedeutet. Was bedeutet Geld investieren? Wie vermehrt sich das Geld? Das ist Anlageklasse. Dieses Interesse vergeht irgendwann, oder? Wenn wir erwachsen werden, wir haben keine Lust mehr, wir haben keine Zeit mehr. Und die Kinder allgemein, die haben Interesse, die wollen das wissen. Und das ist die Chance, denn diese finanzielle Bildung mitzugeben. Weil ich finde, die wird in den Schulen, kommt sie zu kurz. Also meine Kinder sind in der Grundschule. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch überraschend, aber was ich so sehe von meinem Beruf, ich unterrichte auch junge Erwachsene, Finanzmathematik, wie du gesagt hast, und ich habe das Gefühl, dass man erst mit 20 oder wie alt sind die im Bachelor, überhaupt mit dem Thema in Berührung kommt oder Geldanlagen, Wertschriftanlagen, Risiken, Renditen, die haben nie davor was gehört und die haben so einen Studiengang gewählt oder Business Administration, VWL, was auch immer, wo man damit konfrontiert wird. Aber wenn man was anderes macht, wird man irgendwie nie damit konfrontiert. Deswegen sind die Eltern da ein bisschen in der Verantwortung, Methoden zu suchen, wie man dem Kind die finanzielle Bildung vermittelt, oder? Financial Literacy, er macht da so viel in dem Bereich. Ja. Und was würdest du da, also wenn du jetzt 2, 3 Tipps den Eltern mit auf den Weg geben könntest zum Thema Anlegen
für Kinder oder mit Kindern. Gäbe es da noch etwas, was du den Eltern, was du als Rat geben kannst oder was man machen kann? Also ich glaube, früh anfangen, oder? Man sollte damit früh anfangen, eben Zinseszinseffekt, das Geld vermehrt sich. Daran denken, dass die Kinder langen Anlagehorizont haben und es lohnt sich, ein bisschen Risiken einzugehen und in Wertschriften zu investieren. Das Kind mit einbeziehen, wie ich schon gesagt habe, auch junge Kinder, es gibt jetzt die Lösungen, wie ihr anbietet, wo man tatsächlich das Kind mit einbeziehen kann. Und die Eltern sollen sich auch informieren, was es gibt, ja. oder? Nicht einfach am Status quo so ein bisschen halten und bei meiner Bank Sparkonto nutzen und fertig, sondern vielleicht überlegen, gibt es bessere Lösungen? Und es gibt die. Ja, es gibt mittlerweile Lösungen fürs Anlegen für die Kinder. So informieren, auch für die Eltern. Und auch zum Thema Finanzen, auch die Eltern sollen sich informieren, weil sonst können sie das Wissen nicht weitervermitteln. Ja. Tatjana, vielen Dank, habe mich sehr gefreut. Vielen Dank auch, liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank mit dem. Bis zum nächsten Mal.